Dann hallo, herzlich willkommen bei uns in dem Stream und wir schauen uns heute Venba an. Vielen Dank an die Entwickler, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. Genau, der kam frisch heute um Nachmittag an, um 16 Uhr, deswegen hatte ich auch die Stream-Ankündigung noch quasi falsch. Und dann habe ich sie nochmal falsch gemacht. Und jetzt ist sie richtig. So. Aha. Okay, Linus, warum weiß er das und nicht ich? Was soll das? So, dann schauen wir mal direkt rein. In dieses hübsche Story-Game. Soll wie gesagt nur so 1 Stunde 2 lang sein. Darum werde ich es euch nicht so lang zeigen. Think well before you dare and never ruminate once in action. To be honest, ich habe vergessen, was ruminate heißt. Ja, genau. Eins der Dinge, die mir damals aufgefallen ist, als ich angefangen habe, der Spielentwicklung zu verfolgen von dem Spiel. Diese Grafik, diese Optik, dieser Artstyle. Sehr prägnant, sehr hübsch. Leaving already? Ayos. Sorry, did I wake you? What time is it? 8. How are you feeling? Tired and nauseous. Tired? Just like yesterday. Ah. Okay. I'll call your school and say you can't come in today. I was just about to leave work. You should go back to sleep. What about your lunch? There's some leftover idly batter and garlic chutney from yesterday. You can steam some idlis quickly. I don't know if I can figure all that out. It's okay. I was just about to leave. It's just idlis. Very easy. It'll take me too long, Venba. Don't worry. I can just survive on a coffee machine. Naja, Männer, die nicht kochen können. Oh, spannende Sache. Wir haben jetzt hier 2 Gesprächsoptionen und das eine ist okay und das andere ist fine, I'll make it then. Und wenn wir sie lesen, ist so, da fehlt eine Intonation, ne? Wie würdet ihr das jetzt hier interpretieren? Würdet ihr es als ein fine, I'll make it then oder it's fine, I'll make it? Ja? So ist es so ein, lest ihr da, wenn ihr es so nur lest, passive Aggressivität raus? Oder lest ihr ein Caring? Nee, komm, ich mach das schon. Wait. Linus, I did what? Du bist mit der doch schon persönlich. Dicht? Klingt für mich eher passiv-aggressiv. Ja. Das ist sehr, sehr spannend. Na, ich glaube, wir werden jetzt gleich sehen, was jetzt hier dahinter ist, ob das jetzt von ihr passiv-aggressiv gemeint ist oder ob wir das dann noch bestimmen dürfen. Ob das aber bei den Leuten, die es hier lesen, passiv-aggressiv wahrgenommen wird, glaube ich, liegt auch sehr an der Erfahrung, die Leute gemacht haben, wie mit ihnen kommuniziert wird. Nick, das ist komplett dir überlassen. Das ist ein FYI gewesen. Du bist, warte, ne? So. Ich würde den Satz auch eigentlich im Stream sagen, aber ich glaube, es gibt zu viel Preis, sagen wir es so. Hm? So. Genau, Aceton hat das auch als passiv-aggressiv wahrgenommen. Ich bin gespannt, wie es jetzt ist, weil wir werden jetzt den Satz sagen. Fine, I'll make it then. Wait 5 minutes. Venba, really, it's fine. No. I need to make lunch for myself anyway. Just tell the school I'll be done in a minute. Okay. Okay, vielleicht finden wir auch nicht raus, ob es passiv-aggressiv gemeint ist. Maybe we'll never find out.
Aber wir wissen schon mal, das Spiel ist nach ihr benannt. Okay, let's get this done fast. Although... Kommunikationstheorie, ja. Kommunikationstheorie ist ja super witzig. Should I try my mother's recipe for once? The way I make idlis are never soft as hers. And they would always cheer me up when I'm feeling sick. I should just make them her way today. The recipe is still readable, that is. Okay, also, Kochbuch, was sagst du? Die Idli Plate, wir haben ein, I guess a towel, den Cooker, Water and Batter Water. Das sind Löcher, um Dampf durchzulassen. Make sure to... Or it will leak. Wo dieses Handtuch auflegen? I guess? I haven't made idli with these kind of plates before. The only difference from mine seems to be the holes on the plates. The recipe also calls for towels. I'm not sure why. The door just rang and I don't know why. Soll ich mal an die Tür gehen? Aber ich erwarte niemanden. But I must swear this method makes the idlis a lot softer. Okay, also wir werden mal probieren. Ich glaube, wir müssen einfach zwischen die Platten Handtücher legen. Das heißt, upon putting a plate without batter in the cooker. Okay, wir müssen das... So. Oder können wir hier jetzt schon drauflegen? Nee. So. Dann so eine Platte rein. Okay. Dann legen wir nochmal hier so Dings drauf. So, dann da hier so. Irgendwo muss doch dieses Handtuch hin. Und let's see how it turns out. Achso, nein, das ist jetzt schon... Wir können nicht mehr anders machen. Should be long enough. Remove the lid and see how it turned out. Okay. Seems about to leak through the plate holes and spilled everywhere. Let's try again. Also ich kann das hier nicht reintun. Na? Dafür gibt es keine Interaktion. Somewhere at the battle like this better leak through the tiny holes. Try something different. Maybe the towel would help stop the leak. Okay, wait. Game. Ich hab das ausprobiert und du hast gesagt so, nee, lass mal lieber nicht machen. Das Spiel doch verarschen, was soll das denn? Ich weiß nicht ganz, was ich davon halten soll, dass das Spiel da gesagt hat, ich muss fehlschlagen. So. Na, Malik, ja, auf jede Platte ein Handtuch. Das wollte ich probieren. Da hat das Spiel mich nicht lassen. Genau, Andrea, lass dir schmecken. That should be long enough. Let's remove the lid and see how it turned out. Looks like only the bottom plate cooked. Maybe the steam from the water didn't reach the upper plates.
Must be an orientation of these places would let the steam pass freely. Again. Glücklicherweise haben wir so viel. Okay, glücklicherweise hatten wir so viel davon. So, also. Hier. Okay. Mann. Okay. Wie beim Save. So, ich vergesse immer. Das hat Klack gemacht. Das, oh, ja, ist okay. I have no idea. Ach so. Schauen, ob es jetzt richtig ist. So. Meine volle Sozialversicherung vor 15 Jahren hinter mir. Baslerweg ist mal hängen geblieben. Ah, jetzt dann. Yay, I did it. Irgendwie fühlt es sich so an, als würde ihr Gesicht gleich in dem Essen landen. Nicht gut. Oh wow, you even took the time to make our faces. I think you forgot about my beard though. Really didn't have to do this. What else could I do? My husband can't figure out idlis. Venba, I told you to go to sleep. You've been feeling sick and exhausted. You didn't have to cook. It's not a big deal if I skipped lunch once. Pavaran, you're making me choose between resting and letting you starve. That's not a fair choice to me. You're not letting me starve. I know, but that's what it feels like. Okay, wir haben, glaube ich, rausgefunden, es war passiv-aggressiv gemeint, weil sie passive Aggressivität bzw. eine Non-Choice von ihm wahrgenommen hat. Haben wir jetzt auch gelernt. Und Servus Straight, wie geht's? Hi, Achso, stimmt, kann ich hier Deutsch reden. Servus, schön, dass du da bist. Mit Hauptessen fertig, war super lecker. Jetzt gibt's Nachspeise, Mochi-Eis. Mochi-Eis hört sich gut an. And even if I had let you leave, what will I do for lunch? I'd still have to cook as exhausted and sick as I am. You just wouldn't have seen it. I don't have a coffee machine here to survive on either. Is it so hard for you to cook even on days like this? You're right. I'm sorry. Did you look for tickets back home? Yes, it's expensive, but we can manage it. So, do you think we should go? I don't know. Let me ask the boss again if he can make me full time. But unless the school gives you more shifts, or my boss changes his mind, it's going to be tough to stay in Canada. You know there are other options, but I wouldn't mind going back. I'm sure I can teach again at my old job, and there's nothing really keeping us here. That would be nice. Okay, well, why don't you leave with me now? I'll walk you to the doctor's office before I go to work. Und Straight. Vielen Dank. By the way, Straight, soll ich dich hier Straight nennen oder bei dem Namen, den du mir genannt hast? Oh no, I'm sure all I need is some sleep. I've been staying that for 2 days now. Come on, I'll walk you. Doctors are free here. Naja, Länder, in denen Ärzte kostenfrei sind. Ist ja immer wieder witzig, wenn sich Amerika wundert so, oh, warum leben die Menschen in Europa so viel länger? Liegt es an den gesunden Oliven, an der frischen Luft, an dem vielen Laufen, an den, keine Ahnung, besseren Städten? Nein, ihr Idioten, es liegt an der Healthcare, die for free ist.
wie hat es jemand schon schön genannt? Leute leben länger, wenn das 70. Lebensjahr nicht hinter einer fucking Paywall versteckt ist. Top. Okay, dann nenne ich dich hier Top. So. War 5 Axiome der Kommunikation, das Ahnung. Man kann nicht kommunizieren. Ja, stimmt ja. Immer wenn man was tut oder auch nicht tut, dann kommuniziert man. Zum Beispiel, wenn er jetzt für sie nicht gekocht hätte oder nicht gekocht hat, dann kommuniziert er etwas. Unter anderem, dass er vielleicht nicht drüber nachgedacht hat, dass sie dann kein Essen hat. Aber ja, irgendwas kommuniziert man immer. So, the boss didn't even consider it. Unless a miracle happens, I say we start packing. What? What's with you? You never told me what the doctor said. Well, I think you should eat first. Okay. Idlis again? Huh? What has gotten into you today? So, I guess this means we have a reason to stay. I mean, raising a child back home wouldn't be so bad either, but there's a chance at a very different life here. It's only going to get more expensive though, and we're barely scraping by as is. We can't provide everything other parents would be able to. What if they resent us for that when they grow up? Maybe moving back to India is the best option after all. But then they could resent us for taking away this opportunity. What do you think, Venba? Why aren't you saying anything? I don't know, it's funny to see you worry like this. Are you not worried? I don't know, I feel very calm for some reason. That makes one of us. Babaran, don't worry. I'm sure they will turn out just fine. How can you be so sure? It's our child. How else could they turn out? Ach ja. Eine schwierige Frage, ne? Being outshone by one's children is a universally desired form of sweet defeat. Kick, da ist er, der Kleine. My name is Pavalan, sir. Pavalan, sir. Kevin. Where did you run off to? Sir, it would be my privilege to work with you. Pardon me, sir? I don't have time to play, Kevin. I have a lot of work to do. Yes, sir, I've managed transports of hundreds of units of inventory per day. Pardon me, sir? Kevin, there you are. What are you wearing? Where's your shirt? It's a cape. Take that off. Let's get you dressed. No, I like it. That job was in India, sir, but... Kevin, wait. There, don't run. Superhero on the run. Kevin, come back here. This has become a routine now. Erinnert es Momo und irgendwie Strauß 8 irgendwie an irgendwie Leben daheim? So? Was trinken? Dann. Cheers. Yes, sir. Bachelor of Science in Physics, sir. Ayo, the tone is so dirty, da. Here, wear the shirt, Kana. No.
But sir, you can just take me on a probation period, maybe. I'm driven, self-starter, and a quick learner, sir. Put this on, Kana. Hurry up now. But I don't want to. Speaking Tamil, Kevin. I can't even understand what you're saying. You don't have to pay until then. Please, Kana. I understand, sir. Yes, good boy. Okay. Thank you, sir. Yes, sir. Thank you. Thank you for considering me. Good day. Hello, Mr. Bachelor of Science. What happened? Same old. They didn't buy the hundreds of units of inventory, sorry? That's not entirely untrue. I helped out in a grocery store when I was 12. And you were paid in candy. Ah, well, I've only worked as a writer back home. I don't see myself getting a job for that here. Not with my English. I spent half these calls asking them to repeat themselves. I should watch cartoons with Kevin. If I can understand those shows, maybe you can understand these people too. Yay! We can watch Batman together, Appa. Yes, but your son is going to forget Tamir at this very... Did you know his friend called him Kevin? Oh, vielleicht hätte ich den Namen anders aussprechen müssen. Oder Kevin? Ist es Kevin? Maybe it's Kevin. Weiß jemand, wie es ausspricht. Gerade mit GTA an. In welchem? 5, 4, 3, 2, 1? Wenn du mit 1 anfängst, kriegst du, glaube ich, hier ganz viel Applaus im Chat. Mit dem 5. Ah, ja. Ein guter Teil. Ich fand den Santa Andreas super. Leider funktioniert er bei mir nicht. Bei mir explodieren random Autos, wenn ich das Spiel starte. Und es ist nicht die piratisierte Version, wie man jetzt annehmen könnte, wenn einfach random Autos explodieren. Nein, die Physik-Engine ist irgendwie kaputt gegangen, weil das Spiel ist alt. Und natürlich wird es nicht gepatcht, weil es gibt ja die Remastered Edition. What's wrong with that? Speaking Tamil da. Well, what's wrong with that? There's only one letter that's different anyways. Names tell stories. It's a way for people to learn about you and where you're from. You shouldn't be afraid to correct your friends. It's your name after all. Who else is going to tell them? And Gavin means beautiful. It's such a lovely name and it suits you so well. I don't want to be beautiful. I just want to be Kevin. He's brighter than us, Venba. He's learned to adapt. We haven't. You know he aced yesterday's English quiz. He did? Really? Good job. We should celebrate that, can I? What do you want to eat? Make something special. Oh, can we order pizza? Speaking to me, Kevin. I want pizza. Yeah, Digga, komm. Das Ende wohl gehört. Viel durch. Ja, in San Andreas ist es noch schlimmer. Ah, stimmt. Und Franklin ist auch. Ja, gut. Das N-Wort wird 12 Mal da fallen, ja. Es gibt ja auch diese wunderbare Szene, wo der eine ihn so komisch anmacht. Die auch 12 Mal gemimt wurde. Mit was weiß ich, wie vielen Charakteren. Ich weiß gar nicht mehr, wie der andere Typ hieß. Ich glaube, sie haben sogar mal nochmal mit den Voice-Actern in real nachgedreht, weil es einfach witzig war. How about we make something at home? Like a parota? Dosa? Idiapam? Die Dosa? Biryani? Kari Dosa? No, I'm tired of all of these. I said I want pizza. Extra cheese. Extra toppings. You eat pizza all the time. Gavin. Have you ever had putu? No? What's that? Well, I've only seen my mother make it before. It's a lot of fun to make.
Reminds me of a rocket. Rocket? Ja, wie man Kinder dazu bringt, aufmerksam zu werden, wenn es um Essen geht. Erzählt ihnen davon, dass es aussieht wie eine Rakete. So. Yes, a lot of steam comes out when you make it. It looks just like a rocket launching. It does? Yes. But you know what? Let's just order pizza. There's no rocket, but you can get a nice cardboard box. Ja, ja. Oder verarscht ihn. Will it really look like a rocket launch? Do you want to see? Okay, na hier der beste Tipp. An werdende Eltern, an Eltern, die ihr Kinder dazu berät, das zu essen, was ihr haben wollt. Alright, let's get started. I've made this before, but Amma has a recipe on it. Hopefully it's readable. Where's the rocket? We need to make the flour first, ah. So. Für was sparst du denn eigentlich? Top. Okay, Butterflour. Wir brauchen Reis, Wasser. Das müssen wir mahlen. Und dann müssen wir das sieben. Und dann haben wir something something chunks und something one. Simmer chunks over something. I don't know. One? Alright, let's make some flour. When do we get to the rocket part? Soon da. Be patient. Alright, so, also. So. Gut. Blended Rice. Und dann packen wir das hier rein. Check to see where the towel to catch everything. Schüttel, 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 schüttel. Okay. Okay, was machen wir danach? Oh. So. Eventuell war das da gemeint, dass wir das machen. Gut. Und dann rein. I think this is perfect. Why does it feel like your flour even though there was so much water? We have to mix the water and flour little by little. Final consistency should feel like slightly wet sand. Alright, that wasn't too hard. Amma, when we get to the rocket? So, okay. Ich habe auch schon gerade das Achievement bekommen, dass wir geschafft haben, ohne dass wir das Recipe verkackt haben. Okay, das heißt, wir haben Wasser unten, dann haben wir hier Coconut, dann haben wir hier Reis. Coconut, Wasser, Reis, Coconut, I guess. Und das sind jeweils 3 Löffel. I guess. And the pass the water steams and cooks water. Okay. Tricky part is figuring out how much rice and coconut is needed and what order coconut can be crumbled. Okay, also. Wasser. So. Und dann Coconut. 1, 2. Achso. Sieht jetzt aber so aus, als wäre das nicht richtig.
Ist schon mal weg. Ich kann das nicht wegwerfen, ne? Ah doch, ich kann. Okay. Dann hier drauf. 1, 2, 1, 2. So. Deckel drauf. Bam. An. Jetzt launch ein Cabin. Und. Wow! That was so cool. Venba, I can't believe it didn't fall. Mama, can we do that again? Sehr schön. Ah, witzig, was sich Leute ausgedacht haben für so Kochgeräte. Yeah, unable to offer you a secondary teacher position at this time. And dann the text was gone. Den gibt den Kind einen Namen. Top, wir haben auch gerade nichts zu benennen, aber vielleicht für später. Is he asleep? I think so. Gavin? Yes, he is. Good. So that interview. Another dead end? Yes. I think I knew that before I took the call. No relevant Canadian work experience will keep you on file. I don't know. I feel like I deluded us into thinking we can make it work here. Oh, don't worry. I'll go to the employment office again tomorrow. What? I know you don't like Shirish, but I think you should take that sales job at his company. It's all about who you know here. And we barely know anyone. We're not in a position to pick and choose our help. I thought moving here would be a chance to start over. But even here we still have to beg people like Shirish. It's not begging. I know. I'll call him tomorrow. Thank you. But honestly, I think you're more qualified for sales than I am. I mean, the way you sold Kevin on the Putu today, you're really good with kids. Can't believe you're having a hard time teaching at school. Well, it's not like teaching back home. It makes me worry about Kevin. Why? Well, back home, I could get the class to laugh, open up, get them in the mood to learn, you know? But it's harder here. What does that have to do with Kevin? I just feel that there's a wall between me and my class. I can't connect with them. They lead very different lives than we did. And I feel that same wall growing around Kevin. What do you mean? What if I can't connect with Kevin? It just feels like he's growing further away from us. The other day he told me he wished he had his own room, like his friends. He said he needs his privacy. What 5-year-old needs privacy? Can you even imagine asking for something like that when you were a kid? It's like he's in a different world than us. Well, it's more than just that. What? He doesn't eat lunch at school? Okay, probably. Yeah, top. Cheers. He brings it back every day with some excuse. I don't know if the other kid make fun of him for it, or if he's embarrassed. I don't know. I'm worried. These things bother me too. But we chose to bring him up here, not him. Yes, but we choose to bring him up here, not him. That's mein Satz. We did it because we thought he'd have a better chance, a better life here. And he does. This place comes with better education and opportunities. But it also comes with its own culture, language, values. We can't pick and choose the ones we want and ask him to ignore from the others. I think it's natural that any kid wants to fit in, right? Yes, maybe.
It's just scary. Don't worry, Venba. He'll turn out just fine. Are you so sure? He's our child. How else will he turn out? Oh, Indische. Those fallen from the resolve are stripped of respect, like hair fallen from the head. Ein spannendes Buch. Wer von euch hat denn eigentlich so Erfahrungen bezüglich mit Immigrationshintergrund aufzuwachsen? Ich habe es definitiv, ne? Ich habe euch schon ein paar Mal davon erzählt. Ich weiß aber gar nicht, ob wir so Anpassungsprobleme hatten. Hm. Eine Sache war auf jeden Fall, dass ich halt, als meine Eltern mir versucht haben, beide Sprachen so beizubringen, ne? Also ich ja, angefangen habe zu sprechen, haben sie mir halt beide Sprachen gebracht, Deutsch und Indonesisch. Und das Problem war, ich habe das alles in einen Topf geworfen, weil für mich das Konzept Sprache, also dass es mehrere Sprachen gibt, noch nicht so das versteht ein Kind noch nicht, wenn du ihm das nicht irgendwie beibringst. Und in dem Zeitpunkt, wo mir das beigebracht wurde, also die Sprachen beigebracht wurde, konnte man mir noch nicht so verklickern, dass es halt zwei Töpfe gibt quasi, ne, so, oder sogar mehrere Töpfe für Sprache, für Worte auch. Deswegen habe ich angefangen, so ein Kauderwelsch zu sprechen, wo Deutsch und Indonesisch zusammenkommt. Und deswegen habe ich so ein Deutsch-Indonesisch gesprochen, was halt keiner verstanden hat, außer meinen Eltern. Und als sie das gemerkt haben, dass ich damit Probleme habe, haben sie halt dann aufgehört, mir Deutsch und Indonesisch beizubringen und haben nur noch gesagt, okay, nur noch Deutsch. Weil sie zu dem Zeitpunkt leider nicht wussten, wie man ein Kind zweisprachig aufzieht. Mittlerweile ist es bekannt und halt auch vor allem einfacher googelbar. Ne? Heute kannst du einfach googeln, how to raise a child bilingual, und dann findest du Sachen. Und dann findest du auch, wie man noch eine dritte und eine vierte Sprache drauf wirft vielleicht. Aber damals war das noch nicht so ein Standardwissen und noch nicht so ein einfach findbares Wissen. Genau, sie hätten damals mir einfach nur Vater irgendwie die eine Sprache und Mutter die andere Sprache. In dem Fall vermutlich, wenn es die eine Person die Hausperson ist, also die Hausfrau zum Beispiel, wie meine Mutter, dann hätte jetzt die Mutter mit mir am besten halt Deutsch reden sollen, weil das halt, ne, das ist wenn man in Deutschland lebt, die wichtigste Sprache fürs tägliche Leben. Und mein Vater hätte Indonesisch mit mir reden sollen, damit ich das quasi separieren kann. Das ist einmal die Papasprache und einmal die Mamasprache, und das kriegt dann ein Kind hin. Also falls ihr euch schon mal gewundert habt, wie ihr euer Kind zweisprachig erzieht, hier habt ihr die Lösung. Papa spricht die eine Sprache, Mama spricht die andere Sprache, und das Elternteil oder auch der zweite Papa oder die zweite Mama oder die dritte, und das Elternteil, das am häufigsten und am meisten Kontakt mit dem Kind hat, das sollte natürlich die Sprache sprechen in dem Land, in dem man wohnt, weil das ist so schon eine sehr, sehr wichtige Sprache. Und dass das Kind das nicht kann, wäre schon schlecht. So. Genauso Deutsch-Indonesisch. Deutsch-Chinesisch. Kinder, dann sagen sie, die Familie sollten zu Hause ruhig die Muttersprache reden und der Kita wird dann Deutsch geredet. Scheint zu funktionieren. Das ist natürlich auch noch eine Möglichkeit. Aber das ist das, was ich da gerade vorgeschlagen hatte. Das ist das, was ich dann gelesen hatte dazu. Das am besten einfach einmal Vater, einmal Mutter. Und dadurch, dass dann auch dann in der Dings, im Kindergarten dann nochmal dieselbe Sprache gesprochen wird, das hilft dann natürlich auch. Ja. Ich weiß nicht, ich habe das damals mitbekommen, dass wenn die Eltern nur also die ursprüngliche Landessprache sprechen und nicht die Sprache des Landes, ist es halt auch nicht gut, weil doch schon viel Zeit mit den Eltern verbracht wird und mit denen viel gesprochen wird, ne? Naja. Vielleicht sind sie mittlerweile auf einen anderen Standpunkt rausgekommen. Damals hat es nicht eher so schlecht funktioniert. Sehr nice. Gratulation zu bald PlayStation Plus Top. Ich habe es mir damals nie geholt, weil ich irgendwie nicht den Sinn gesehen habe. Weil ich habe viel zu wenig PlayStation gespielt. Go on. Tell her. His name is Pavalan. He's my dad. P-A-A-V-A-L-A-N. He says Appa's not at the office. Does she know what time he left? Do you know when my dad left the office? Okay. Well,
does she at least know if he came in today? Did you see my dad today? Ask her if he usually leaves with anybody. Maybe you can tell them. Does he usually go home with someone? She says no. She says no. Dad usually leaves alone and he's very quiet. She says all the sales staff left at 5 p.m. today. She says he must have left then too. Okay, thank you. Okay. Weird. Was war denn das? Also ich meine, ne, Anruf vom Kind bei der Arbeit. Das ist auch so ein witziges Ding, ne? Bevor es Handys gab, hat man halt im Büro angerufen und man nicht immer hatte die Person am Arbeitsplatz ein Telefongerät, ne? Also ein Telefonapparat. Why are we walking through the park, Amma? You think Appa will be here? I don't know, Kanna. Sometimes your Appa loves to walk instead of taking the bus. If you decided to walk home from the office, it should be through here. But the lady said Appa left at 5. What's taking him so long? That's a good question. Do you think he went somewhere else first? But where would he go for this long? I don't know, Kevin. Enough with your questions. Sorry, Kanna. I'm just worried about Appa. Why are you worried? Do you think something happened to him? No. I'm sure he's fine. You don't have to stay quiet, Kevin. Yeah, you can ask me anything that you want. Anything? Yes, and I'll answer it. But only if you can ask it in Tamil. Okay? Okay, I can do that. Okay. Okay, I can do that. Oh, hi. Schön, dass du wieder da bist. Wie geht's? Mein Vater ist damals aus Nepal geflohen, hat hier meine Mutter kennengelernt. Aber bis auf ein paar Brocken leider auch nie Nepali gelernt. Und kulturell sicher einiges verpasst. Mir sicher bin, ob ich das noch wirklich nachholen kann und verinnerlichen kann. Du warst 2020 überhaupt das erste Mal in Nepal. Ich fühle das sehr, Milbusch. Das fühle ich sehr. Weil das Ding ist, ich bin einmal hier in Deutschland aufgewachsen. Ich habe, wie ihr vorhin gemerkt habt, habe ich gesagt, Indonesisch ist die Muttersprache bei mir gewesen. Zusätzlich bin ich halt nicht nur Indonesisch, sondern halt auch Chinesisch, weil meine Urgroßeltern, alle schon, ne, also die gesamte Familie durchweg, wir sind chinesischstämmig. Und zu dem Indonesischen habe ich so ein bisschen Kontakt. Ich kann ein bisschen Indonesisch sprechen. Der beste Satz, den ich kann, ist zu sagen, dass ich kein Indonesisch sprechen kann. Oder dass ich besser schon viele Worte, dass ich schon viel vergessen habe. Genau. Aber wenn ich dann ein paar Wochen wieder in Indonesien bin, dann kann ich auch wieder Indonesisch sprechen. Aber Chinesisch hatte ich eigentlich quasi gar nicht als meinen Kulturkreis. Ich habe lange Zeit keinen Kontakt damit gehabt. Ich hatte im Gegensatz zu vielen anderen meiner Verwandten auch keinen chinesischen Namen gehabt. Das fand ich sehr, sehr schade und dafür gab es damals Gründe, die ich tatsächlich auch nachvollziehen kann. Ich verstehe nicht immer alle Entscheidungen meiner Eltern, aber ich muss zugeben, diese Entscheidung kann ich nachvollziehen. Ich fand es trotzdem immer schade, dass ich keinen chinesischen Namen bekommen habe, im Gegensatz zu, wie gesagt, vielen meiner anderen Verwandten. Und genau, und dann habe ich das irgendwie mal ein bisschen später nachgeholt. Das heißt, ich habe jetzt einen. Aber ich habe halt diesen ganzen Rest dieser Kultur nicht mitbekommen. Ich habe ein bisschen Essen davon mitbekommen, aber sonst nichts. Ich war noch nie in China. Und anscheinend gibt es da auch irgendwo ein Haus, wo auf der Wand irgendwie alle möglichen Namen von unseren Vorfahren draufstehen. Also irgendwie eingemeißelt. Und da stehe ich nicht drauf, weil wir den Kontakt auch zu diesem Teil der Familie, die in China geblieben ist, verloren haben. Und das ist irgendwie schon sehr, sehr traurig. Ja. So, Malik hat noch geschrieben, der Nachbar hält es so, dass die Kinder erst Türkisch lernen und wenn sie sich darin gut ausdrücken können, wird Deutsch gesprochen. Ich denke, Kinder sind da in der Methode recht flexibel. Die Kinder saugen auch viel Wissen auf, also das können die halt super krass, ne? Da bildet sich ja erst was.
Und da kann man dann noch viel quasi formen und mitgeben. Aber ich glaube, man macht es ihnen halt potenziell auch einfach, wenn sie quasi diese Separierung haben. Ja. Chinesisch wäre praktisch. Es gibt so viel einige coole Stile, auf das Chinesisch gibt. Ja, und die hätte ich euch dann hier übersetzen können und vorstellen können, ne? Wäre doch cool gewesen. Ja, der Name ist in Nepalesisch Namaste Mero Nam Milan Ho. Wenn ich irgendwas falsch davon ausgesprochen habe, so betonungstechnisch, dann tut es mir leid und dann kannst du mich gerne versuchen zu korrigieren. Ich versuche das hier per Chat irgendwie richtiger zu sagen. Weiß nicht, ob ich es hinkriege, aber ich werde mir die größte Mühe geben. Why did that lady say that Appa is very quiet? He talks a lot at home. Oh, look at you. See, you can speak Tamil when you want to. I don't know. Maybe it's that they don't talk to him. What do you mean? Nothing. He doesn't really like his job, Kevin. Maybe that's why. He was a writer back home, right? Did he like his job then? Oh yes, he loved to write. How come I never see him write at home? Well, he always writes when something's bothering him. Back home, that used to be every day. Maybe you should bug him more. Oh, eine gute Frage. So, how did you and Appa meet? So eine wunderbare Frage von Kindern an ihre Eltern. Wie habt ihr euch getroffen? Wie habt ihr euch kennengelernt? Habe ich auch mal meine Eltern gefragt, weil meinem Vater muss ich leider so eine soziale Inkompetenz vorwerfen. Ich glaube, da würde er sich auch nicht wehren, dass ich ihm das vorwerfe. Und deswegen ist es manchmal schon so eine seltsame Sache, so dass ich jetzt hier so vor euch sitze und plötzlich mit euch reden kann, weil irgendwie wundert mich das. Klang ausgezeichnet. Wunderschön. Freut mich. So, how did you and Appa meet? You know I'm named after a type of poem, right? Yes, Appa told me. A Venba is kind of like a haiku. The private school where I was teaching was treating both staff and students terribly. No proper equipment for rooms and horrible pay. So we organized a protest. Had signs and boards and dozens of people. One day we were told a reporter wanted to interview us. We thought this was a big break. But he was the shabbiest person I've ever seen. He looked like he had just woken up. Was it Appa? Yes. Still, I answered all his questions and hoped for the best. A week later, we all read the article that came out in a magazine. But it wasn't an article. It was a poem. It was a Venba. A gorgeous one too. It was about the school, the students, our protests. And it was about me. Somehow people could ignore our protest, but they couldn't ignore the poem. It received a lot of attention as a result. So did our protest. The school was forced to change. And I was smitten. Ich muss schon sagen, der Vater, der hat so schon ein paar so Punkte bei Charisma gebunkert. Ich meine, hallo, gehst du zu einem Interview, ne, also, zu einem Protest, interviewst die dann und anstatt dann einfach nur einen Bericht über die Story zu machen, fasst du ein Gedicht, das dann in der Tageszeitung oder der Wochenzeitung oder was auch immer veröffentlicht und millionenfach oder tausendfach gelesen wird. 100.000-fach vermutlich eher so. Also, das ist schon ein Move. Wäre das auch so euer Go-To, so, ne? So, Gedicht schreiben. Naja, hier so ein bisschen über die Story und über diese eine Person, die ich interviewt habe und die mir halber den Hals verdreht hat. Den Kopf verdreht hat. Ich glaube, den Hals verdrehen war nochmal die andere Stufe. Why did you move here? It wasn't an easy choice. Pavalan wanted to be with me, and I couldn't imagine being with anyone else. But a lot of people took issue with us being together, and decided to make it our problem. It was getting really hard to deal with it, so we gambled on a fresh start here and took it.
Okay. Amma, es Jeppa. Und er küsst eine andere. Dum dum dum. Nee, Spaß. Also ich hoffe doch nicht, dass das jetzt der Plot-Twist ist. Das ist halt schon hier. Come on. Mach nicht so spannend. Oh nee. Oh, und auch der Name falsch geschrieben. Wenigstens ist er noch nicht so kaputt, dass er nicht mehr, keine Ahnung, bei Bewusstsein wäre oder so. Bin echt ein bisschen nervös geworden. Er schreibt wieder. So, nothing, no matter how dear, should be sold at the expense of one's honor. So, und das Ding ist, ich weiß jetzt nicht, wie lange wir schon gespielt haben. Bei mir wird gerade angezeigt, dass wir eine Stunde gespielt haben. Aber das Ding ist, kann gut sein, dass wir kürzer gespielt haben. Ich muss mal eben nachschauen. Im Chat. Und das ist traurig. Anscheinend verdienen sie so wenig Geld, dass er so viele Jahre gealtert ist, aber immer noch dieselbe Brille mit dem geklebten Glas tragen muss. Was richtig krass ist. So. Okay, wir haben es tatsächlich grob eine Stunde wohl gespielt. Oder? Ja, so circa. Eine Stunde, 3/4 vielleicht. Und wie gesagt, da das Spiel nur eine Stunde 2 lang ist, würde ich an dieser Stelle sagen, dass wir das Spiel zur Seite legen. Es tut mir total leid für die Leute, die jetzt sagen, so, ich würde aber jetzt gerne noch mehr von dem Spiel sehen. Kann total verstehen. Kann sehr gut verstehen. Aber wie gesagt, ne, vorhin hatte ich ja schon erwähnt, finde ich es immer ein bisschen schade, wenn auch vor allem direkt am Launchtag direkt schon das Spiel komplett gezeigt wird und dann den Entwicklern irgendwie auch halt irgendwie Einnahmen flöten gehen, weil keiner mehr das Spiel kauft. Ja, naja. Ich weiß jetzt nicht, wie viel du schon gesehen hast, Milbusch. Vielleicht musst du auch nochmal den Stream auf Anfang drehen und da nochmal von vorne anfangen. Aber ich denke, könntest recht haben mit dem, dass es da ein paar Punkte bei dir berührt, ein paar Schnittpunkte hat. Und ich glaube, ich werde das dann auch auf Stream zu Ende spielen. Und ja. Vielleicht werde ich es auch aufnehmen, wie ich es zu Ende spiele, damit keine Ahnung, ihr es dann doch noch nachschauen könnt. Naja. Genau, an dieser Stelle aber dann vielen Dank nochmal an die Entwickler, die mir hier einen Key zur Verfügung gestellt haben. Habe mich total gefreut. Wie gesagt, habe die Spielentwicklung schon seit Jahren tatsächlich nachverfolgt. Das Spiel ist mir immer wieder in meiner Timeline aufgetaucht und habe ich irgendwann auch. Das ist auch, ne, sieht so, die Farben und der Artstil, der ist so fantastisch. Deswegen eignet sich natürlich wunderbar für so ein Screenshot Saturday auf Twitter oder so. Und genau. So, perfekt. Ich kann auch hier direkt Quit drücken, ohne dass wir weitermachen müssen. Ich würde gerne auch von euch wissen, wie ihr es jetzt fandet. Ne? Fandet ihr es schön? Fandet ihr es gut? Gute mich gerade, dass ich jetzt hier an der Stelle aufhöre oder sagt ihr so, ja, okay, ich verstehe es ja. Oder sagt ihr auch, ja, okay, ich verstehe es ja, aber du bist trotzdem doof, mach weiter. So, ich finde übrigens schön, dass wir hier diese Gewürzgläser haben. Die hier keine Ahnung. Das ist nicht das Idles-Brett von vorhin. Ja. Nur, es gibt ein Quit und ein Exit to Desktop.
What is the difference? Vermutlich kommen wir damit zum Hauptmenü zurück. Ja, wir kommen zum Hauptmenü zurück. Schön. Und dann kommen wir wieder hin. Genau. Ach stimmt, wir können hier mal in die Chapter reinschauen. Wir haben jetzt Kapitel 1, 2 und 3 und eventuell ist hier noch so 4, 4, 5, 6, 7 übrig. Ich weiß nicht, ob dann nochmal geblättert werden kann. Vielleicht ist auch noch hier ein Kapitel 4. Und vielleicht sind das dann so grob 8 oder 7 Kapitel. Ja. Weiß nicht, vielleicht steht auch was der Store-Page dazu. Oder, wir können in die Achievements schauen. Die Achievements sind doch auch immer wunderbar, um rauszufinden, wie viel von dem Spiel noch da ist. Nee. Gibt es nicht. Es gibt 5 Hidden Achievements, die vermutlich dann so Fortschrittsachievements sind, potenziell. Aber, ja. Sagt uns das Spiel jetzt nicht. Skandalös. Aber gut. Dann, wie gesagt, vielen Dank an den Entwickler. Und das war Venba.